Hi, good morning, good morning, good morning, one more morning. Hallo, guten Morgen und nochmals guten Morgen. You know, the day when even every demon and every devil has to recognize the authority of Jesus Der Tag, an dem sogar jeder Teufel und Dämon die Autorität Jesu erkennen muss, is a day where hopefully nobody has to force us to recognize his authority. wird hoffentlich ein Tag sein, an dem niemand auch uns zwingen muss, seine Autorität anzuerkennen. Because we've practiced our whole life to recognize it already here on this earth. Weil wir das schon unser ganzes Leben hier auf der Erde geübt haben. And verse 11. Vers 11. And every tongue will proclaim and every language. Und jede Zunge wird in jeder Sprache verkünden: Jesus Christ is Lord Yahweh. Jesus Christus ist der Herr Jahwe. Now look, the word that the original Greek uses here for Lord Das hier im Griechischen verwendete Wort für Herr is the Greek word Kyrios, ist Kyrios. which is a very, very strong and a very powerful word. Ein sehr kraftvolles und starkes Wort. It actually means to whom a person belongs. Es bedeutet der, dem eine Person gehört. The possessor or the disposer of something. Der Besitzer oder Herrscher von etwas. But it also means a title of respect and honor. Aber es ist auch ein Titel des Respekts und der Ehre. Think about it, how easily we use the word Lord. Überleg mal, wie schnell wir das Wort Herr verwenden. You know, there are a lot of people who say to me, Lord. Viele Leute sagen zu mir Herr. Not in English. In English they would say Sir. Auf Englisch nicht, da sagt man Sir. But in Portuguese, a lot of people call me, Lord, Senor. Aber auf Portugiesisch und Deutsch nennen viele mich Herr. They do this because out of respect, because I'm older. Sie tun das aus Respekt, weil ich älter bin. Or I have a place of authority. Oder eine Autoritätsperson bin. But it actually means something much deeper in the original Greek. Aber im Originalgriechischen hat es eine viel tiefere Bedeutung. And this is why I've learned to respect their culture. Deshalb habe ich gelernt, Kulturen zwar zu respektieren And I let them call me Lord. und zu erlauben, dass man mich Herr nennt, But I would prefer for them to call me Reinhard. aber mir wäre es lieber, man würde mich Reinhard nennen. But I don't tell them that because it would be offensive in the culture. Aber weil das in gewissen Kulturen beleidigend sein kann, sage ich es nicht. And I tell you why. Ich erkläre es dir. Because I consider myself equal with every single brother and sister in the world. Erstens sehe ich mich auf einer Stufe mit allen Brüdern und Schwestern weltweit. And the second reason is the word Lord in the original Greek in the sense of the Bible. Zweitens, das griechische Wort Herr in der Bibel It not only has the meaning of reverence, stellt nicht nur eine Referenz dar, but it also has the meaning of ownership. sondern drückt auch ein Besitzverhältnis aus. And I don't own any human being in this world. Und ich besitze keine Menschen auf dieser Welt. But one day, every single tongue will proclaim Doch eines Tages wird jede einzelne Zunge bekennen, that Jesus is the one who owns all things. dass Jesus derjenige ist, dem alles gehört. Doesn't Colossians 1 verse 15 and 16 tell us so beautifully? Heißt es in Kolosser 1, Vers 16 nicht so schön? Everything was created by him and for him. Alles ist durch ihn und für ihn geschaffen. So Jesus is the owner of all things. Jesus ist also der Besitzer von allem. He's the owner of this world. Ihm gehört die Welt, He's the owner of every diamond mine in the world. jede Diamantmine der Welt He's the owner of even your life. und ihm gehört sogar dein Leben. But Reinhard, if he's the owner, why are things so bad? Aber Reinhard, wenn er der Eigentümer ist, warum sind Sachen dann so schlecht? Because the owner has rented it out, so to say. Weil der Besitzer es quasi vermietet hat. The owner has rented out your own life to you to steward. Der Besitzer hat dir dein Leben vermietet, damit du es verwaltest. Today, even though Jesus has ownership of your life, he doesn't enforce it. Obwohl Jesus das Eigentumsrecht für dein Leben hat, macht er es nicht geltend. Think about it. Überleg mal, He could if he wanted to, er könnte es, wenn er wollte, but he's waiting for that day. aber er wartet auf diesen einen Tag. He knows the day will come where I will take ownership. Er weiß, dass der Tag kommen wird, an dem er Besitzanspruch erheben wird. Why is this so important? Warum ist das so wichtig? Make him the owner now Lass ihn jetzt schon Besitzer sein and see yourself steward of everything, including your own life, but not the owner. und sieh dich selbst als Verwalter und nicht als Besitzer von allen Dingen, inklusive deines Lebens.
Once you make the decision that your heart shouts today, Kyrios, 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 Jesus, you are my Lord, my owner. Sobald du diese Entscheidung triffst und dein Herz ruft, Kyrios, 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 Jesus, du bist mein Herr, mein Eigentümer. You own everything. Dir gehört alles. And out of reverence for you, I will steward well. Und deshalb werde ich ein guter Verwalter sein. Then that moment will be the most exciting moment of your life. Dann wird der Tag der aufregendste deines Lebens werden. When finally you can surrender it back to the owner. Wenn du dann alles schließlich wieder dem Besitzer hingeben kannst. And you can look in his eyes and say, I hope that I stewarded it well because you were always the owner. In seine Augen schauen und sagen kannst, ich hoffe, ich habe es gut verwaltet, denn alles gehört dir. And then look at the last words. Schau dir die letzten Worte an. Bringing glory and honor to God his Father. Und damit Gott seinem Vater Ruhm und Ehre erweisen. So here's my question. Hier ist meine Frage. One day when Jesus will come back and take ownership, Eines Tages, wenn Jesus zurückkommen und seinen Besitz in Anspruch nimmt, will your life bring glory and honor to God the Father? wird dann dein Leben Gott, dem Vater, Ruhm und Ehre bringen? Or will it bring embarrassment? Oder wird es ihm Schande bringen? My friends, Mein Freund, once we understand how incredibly powerful Jesus has become, sobald wir verstehen, wie unfassbar mächtig Jesus geworden ist, because he was willing to stoop very, very, very low, weil er bereit war, sich ganz weit zu erniedrigen, put himself to the lowest place, therefore God put him on the highest place. sich auf die unterste Stufe zu stellen, damit Gott ihm dann den höchsten Platz geben konnte. And now Und jetzt you can learn to live like this today. kannst du lernen, bereits genauso zu leben, See him Lord, indem du ihn als Herrn betrachtest see him owner. und als Eigentümer. Then his coming back will be the most exciting moment that you can ever imagine. Dann wird seine Wiederkunft der beste Moment werden, den du dir vorstellen kannst. Don't let him come back for you as the one who scares you. Lass nicht zu, dass seine Wiederkunft dir Angst macht. Start to live your life today, Fang an, heute so zu leben, that when he come back, you know it will be the most honorable and glorious moment ever. dass du weißt, dass seine Wiederkunft der herrlichste, ehrenvollste Moment sein wird. Make him the highest authority and honor today. Gib ihm heute die höchste Autorität und Ehre Live like this every day. und lebe jeden Tag so. One day he will enforce it, Eines Tages wird jeder es müssen. until the day he allows you to choose. Bis dahin lässt er dir die freie Wahl. So I choose to bow my knee today. Ich entscheide mich also, heute meine Knie zu beugen. I choose to call him my Kyrios, my Lord, my owner, my master today. Ich entscheide, ihn heute schon mein Kyrios, meinen Herrn, Besitz und Meister zu nennen. When he comes back, Wenn er wiederkommt, it'll be natural for me to throw myself down before him. wird es normal sein, mich vor ihm niederzuwerfen. And I hope for you too. Und ich hoffe für dich auch. See you tomorrow. Bis morgen.